Grundsätzlich sollte ein Ratenkredit nicht für Konsum verwendet werden. Manchmal lässt sich ein Kredit aber nicht vermeiden. Zum Beispiel, wenn Liquidität gewahrt werden muss oder die Ersparnisse für eine wichtige Anschaffung nicht ausreichen. Die Anschaffung eines Autos könnte so ein Grund sein, wenn du es brauchst, um zur Arbeit zu fahren und Geld zu verdienen. Oder wenn deine Waschmaschine kaputt geht und du eine neue brauchst. Auch als Hebel bei einer renditestarken Investition kann ein Kredit hilfreich sein. In diesem Video geben wir dir 8 Tipps, mit denen du einen Kredit zu einem günstigeren Zinssatz bekommst. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass gerne einen Like da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Wusstest du, dass Kreditzinsen nicht nur von Bank zu Bank unterschiedlich sind, sondern in fast allen Fällen die Zinshöhe auch bei einer Bank von Kunde zu Kunde variieren kann? Sie wird nämlich von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Und jetzt zeigen wir dir, wie du das zu deinem Vorteil nutzen kannst. Legen wir los mit den 8 Tipps und Tricks für einen günstigeren Zins. Tipp Nummer 1. Den richtigen Kredit wählen. Wenn du ein Auto kaufen möchtest, solltest du einen Autokredit anfragen. Für die Sanierung deiner Eigentumswohnung oder deines Hauses kann sich ein Wohnkredit lohnen. Häufig werden Kredite mit festem Verwendungszweck zu günstigeren Konditionen vergeben. Nutze das, aber vergleiche die zweckgebundenen Kreditangebote unbedingt auch mit Krediten ohne einen festen Verwendungszweck. Tipp Nummer 2. Den Kredit zu zweit aufnehmen. Nimm den Kredit, wenn möglich, mit einem zweiten Antragsteller auf. Es gibt bei fast allen Banken einen bonitätsabhängigen Zins. Das heißt, je besser deine Kreditwürdigkeit, also je geringer das Ausfallrisiko für die Bank, desto niedriger ist der Kreditzins, den du bekommst. Da also nicht jeder den gleichen Zins erhält, müssen Banken im repräsentativen Beispiel angeben, welchen Zinssatz 2/3 aller Kunden erhalten. So wird eine bessere Vergleichbarkeit ermöglicht. Wirklich vergleichen kannst du aber nur, wenn du persönliche Angebote einholst. Ein Mitantragsteller verringert das Risiko für die Bank, die Bonität steigt und der Zins fällt. Natürlich sollte der zweite Kreditnehmer auch eine gute Kreditwürdigkeit bieten und nicht hoch verschuldet sein oder kein festes Einkommen haben. Tipp Nummer 3. Kreditangebote von mehreren Banken einholen. Verlasse dich nicht nur auf deine Hausbank, nur weil es bequem ist. Loyalität wird dort nämlich häufig nicht belohnt. Das heißt aber nicht, dass du bei deiner Bank nicht auch eine Anfrage für ein Kreditangebot stellen solltest. Gerade Online-Banken bieten aber oft günstigere Zinsen. Und auch dort können die Unterschiede groß sein. Versuch also möglichst viele Angebote für deinen Kredit zu bekommen. Unten in der Beschreibung verlinken wir dir einmal einen Anbieter, mit dem du mit nur einer Anfrage dein persönliches Kreditangebot bei über 20 namenhaften Banken und Kreditanbietern anfragen kannst. Dabei wird nur eine Konditionenanfrage und keine Kreditanfrage gestellt, sodass sich die Anfragen nicht negativ auf deinen Schufa-Score auswirken. Die ersten Angebote erhältst du schon nach wenigen Minuten. Tipp Nummer 4. Wähle kurze Laufzeiten. Versuche deinen Kredit so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Kredite, die 6 oder mehr Jahre laufen, sind in den Gesamtkosten weitaus höher als Kredite mit einer Laufzeit zwischen 12 Monaten und 5 Jahren. Dafür sind 2 Faktoren verantwortlich. Erstens. Bei länger laufenden Krediten steigt das Ausfallrisiko für die Bank. Dieses Risiko wird über einen höheren Zinssatz kompensiert. In der Regel sind Kredite bis 48 oder maximal 60 Monaten Laufzeit daher günstiger als Kredite mit längeren Laufzeiten. Zweitens. Die Tilgung erfolgt bei länger laufenden Krediten langsamer, sodass die verzinste Restschuld über den gesamten Zeitraum höher ist. Tipp Nummer 5. Verzichte auf Restschuldversicherungen. Viele Banken verkaufen gerne eine Restschuldversicherung mit dem Kredit. Diese Versicherungen sollen bei Arbeitslosigkeit, im Todesfall oder bei Berufsunfähigkeit einspringen. Wenn du aber genau hinschaust, enthalten die Versicherungsbedingungen zahlreiche Ausschlüsse. Trotz ihrer hohen Kosten, dazu gleich mehr, greifen sie daher oft nicht. Zum Beispiel gibt es häufig Wartezeiten von 6 Monaten bei Arbeitslosigkeit. Das bedeutet, wenn du innerhalb von 6 Monaten nach Kreditabschluss arbeitslos wirst, zahlt die Versicherung keinen Cent. Auch was die Dauer angeht, schränken die Versicherungen die Leistungen ein. 12 Monate ist in der Regel die maximale Zeit, in der die Versicherung einspringt, wenn du arbeitslos wirst. Die Kosten sind, wie schon gesagt, extrem hoch. Bei einem 10.000 Euro Kredit kostet eine Restschuldversicherung, je nach Anbieter, 800 bis 1.300 Euro, also 8 bis 13% der Kreditsumme. Aber nicht nur das. Die Versicherungsprämie wird auf deine Kreditsumme aufgeschlagen, sodass du sie über die gesamte Laufzeit mit den Raten abbezahlst. Das bedeutet, du zahlst sogar noch Zinsen drauf. Überlege also genau, ob du die Restschuldversicherung brauchst und vermeide sie lieber. Unter Umständen lässt sich die kreditfinanzierte Anschaffung ja im Notfall auch verkaufen, um den Kredit zu tilgen. Falls du einen aktuellen Kredit mit Restschuldversicherung laufen hast, kann es sich je nach Restlaufzeit und Restsumme auch lohnen, den Kredit umzuschulden und dabei auf die Restschuldversicherung zu verzichten. So kannst du deine Rate senken oder die Restlaufzeit verkürzen.
Beides, eine niedrige Kreditsumme und auch eine kürzere Laufzeit, belohnen Banken mit einem niedrigeren Zins. So kannst du im Idealfall doppelt profitieren. Durch günstigere Zinsen und den Wegfall des Versicherungsanteils in der monatlichen Kreditrate. Am Ende des Videos verlinken wir dir einmal unser Video mit wichtigen Tipps und Infos zur Umschuldung. Tipp Nummer 6. Prüfe und verbessere deine Bonität. Bevor du einen Kredit beantragst, prüfe deine Kreditwürdigkeit. Einmal im Jahr kannst du bei der Schufa eine kostenlose Selbstauskunft einholen. Unter meineschufa.de findest du ein Formular zur Bestellung der Datenkopie nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung. Wir verlinken es dir auch unten einmal in der Beschreibung. Darin siehst du, wie gut deine Bonität ist. Falls du falsche oder veraltete Angaben findest, kannst du die korrigieren lassen. Das kann deine Kreditwürdigkeit verbessern und die Zinsen deiner Kreditangebote senken. Tipp Nummer 7. Wenn möglich, gib Sicherheiten. Immobilienfinanzierungen sind vor allem daher so günstig, weil sie über die Immobilie abgesichert werden. Dieses Prinzip funktioniert auch bei einem normalen Kredit. Falls du eine Kapitallebensversicherung hast, kannst du sie der Bank als Sicherheit anbieten und damit einen günstigeren Kredit bis zur Höhe des Rückkaufwertes erhalten. Eventuell lohnt es sich auch, die Aktien in einem Wertpapierdepot als Sicherheit anzubieten, anstatt sie zu verkaufen. In der Regel kann hier eine Beleihung von bis zu 60% des Wertes erfolgen. Sprich einfach mal mit einem Bankberater bei der örtlichen Filialbank. Bei Direktbanken ist es aufgrund von standardisierten Kreditvergabeverfahren eher nicht möglich. Es gibt aber auch spezialisierte Policendarlehenanbieter, die Kredite zu günstigen, bonitätsunabhängigen Zinsen vergeben. Diese sind allerdings endfällig, das heißt, du zahlst während der Laufzeit nur die Zinsen und tilgst erst am Ende. Hier solltest du daher wirklich kurze Laufzeiten wählen, um die Zinssumme möglichst gering zu halten. In der Beschreibung findest du einen Link mit mehr Infos zum Policendarlehen. Tipp Nummer 8. Fasse laufende Kredite zusammen. Falls du noch alte Kredite laufen hast, wähle bei einem neuen Kredit eine um die Restschuld höhere Summe und gib als Verwendungszweck die Umschuldung an. Deine Bonität oder auch Kreditwürdigkeit wird nämlich von der Schufa und den Banken auch an der Anzahl der Gläubiger beurteilt. Je mehr Banken Geld von dir bekommen, desto größer ist das Risiko für den neuen Kreditgeber, dass seiner ausfällt. Wenn du mit dem neuen Kredit die alten ablöst, sinkt es zumindest zu dem Teil, den die alten Darlehen ausmachen. Unter Umständen kannst du auch mit einer Umschuldung sogar noch Zinsen sparen. Zum Beispiel, wenn man dir zur Kreditaufnahme eine Restschuldversicherung mitverkauft hat oder das Zinsniveau zu der Zeit noch höher war. Einflussfaktoren auf die Zinshöhe. Es gibt 3 wesentliche Faktoren, die sich auf den persönlichen Zins auswirken. Die Laufzeit, die Bonität und die Kreditsumme. Und jeden kannst du mit den 8 Tipps positiv beeinflussen. Bei allen 3 Faktoren und unseren Tipps geht es darum, das Risiko für die Bank zu reduzieren, um dadurch deinen Zins zu senken. Hier findest du das Video mit den Tipps zur Umschuldung und ein weiteres, das dich auch interessieren könnte. Falls dir noch weitere Tipps für einen günstigeren Kredit einfallen oder wenn du noch Fragen hast, schreib uns unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.